Deutsche Forscher entdecken anhand von Messungen unterirdische Anlagen für Kampfbomberflugzeuge der Nazis. Also ein unterirdischer Hangar tatsächlich, bombensicher. Ein unterirdischer Flugzeugtunnel. Ja. Und das würde sich auch mit den Pilotenaussagen decken. Laut Zeitzeugen sollen diese Bomber voll betankt und aufmunitioniert sein. Aufmunitionierten, hier sieht man sie ja schön, diese Ju-88. Ja, da stehen sie, genau. Na? Auch die Nazis flogen Luftangriffe mit modernsten Triebstrahljägern auf diese Anlage, als sie dem Feind in die Hände fiel. Messerschmitts Düsenstrahljäger 262 und haben diesen Bereich bombardiert. Das zeugt davon, dass in dieser unterirdischen Anlage wichtige Hochtechnologie und Waffen verlagert wurden. Auch Zeitzeugen bestätigen, dass dort Waffen für den Endsieg lagern. Hinten, also hinter der Tür, würden Waffen für einen Endsieg lagern. Obwohl die Stasi dort Grabungen machte und sogar unterirdische Anlagen öffnete, in denen sich Kampfmittel befanden, wissen bundesdeutsche Behörden heute nichts von den unterirdischen Anlagen. Was 1964 gemacht worden ist, war ganz geheim, war abgesperrt, großräumig. Bewacht von der Bereitschaftspolizei, da kenne ich auch noch einen Zeitzeugen. Was wurde hier nach dem Zweiten Weltkrieg geheim gehalten und was hielt die Staatssicherheit vor der Bundesrepublik geheim? Von Zeitzeugen weiß ich von einem, der sagt, es wurde ihm berichtet, dass die Kisten rausgeholt haben, die so in der Größe von einer Bierkiste waren. Auch Massengräber von sowjetischen Kriegsgefangenen wurden entdeckt. Aufgrund dieser illegalen Grabung kam es zur offiziellen Exhumierung. Ja. Die Gefangenen sollen vorher die unterirdischen Anlagen verschlossen haben und dann im Wald ermordet worden sein. Zum Beispiel eine Akte von den Kriegsgefangenen, die man da exhumiert hatte. Das Geheimnis der Nationalsozialisten tief unter dem Lainerwald. Ja, und hier haben wir auch eine Messung gemacht mit dem Georadar. Und da sieht man auch schön, wie ein Tunnel lang geht. Ja. Und sogar eine Anomalie von Metall, der in der Nähe vom Hochsitz ist. Also da müsste, weiß nicht was das, ob das nochmal wie Versorgungsschacht war oder irgendwas. Auf jeden Fall ist da was Metallisches. Aber was Großes Metallisches. Also das heißt, wir haben irgendwas unter uns, ja. Hat, auf dem Georadar hat man das auch gesehen. Das ist diese Georadar-Aufnahme hier und der Experte, der das ausgewertet hat, hat folgendermaßen dazu Angaben gemacht. Also das selber soll der Tunnel sein, beziehungsweise diese unterirdische Hangar, also diese Struktur hier tatsächlich. Und das sind Versorgungs- oder Notausgänge oder Notstollen sozusagen. Also das wahrscheinlich Versorgungsgänge, wo dann Wasser, Strom etc. alles reingelegt wurde, was man da unten brauchte. Kraftstoff beispielsweise und. Und das sollte oder könnte einer von diesen Notausgängen sein, wo die Stasi 1964 ja sogar nach gegraben hat und fündig wurde. So erstmal die Aufnahme des Georadars. Ist schon interessant, dass man da, also obwohl da keine unterirdischen Anlagen sein sollen, dass man dort Strukturen findet, die eindeutig unterirdische Anlagen zeigen. So, das Bild, wo ich mal... Georadarmessung, ja. Georadarmessung hier, das ist am Hochsitz hier. Also der Tunnel unten drunter. Ja. Hast du auch zwar ein paar Verklüftungen drin mit. Ja. Aber ist auf jeden Fall Hohlräume nachweisbar. Ja. Wir können jetzt mal hierher gehen zum Tunnel. Aber noch stehen wir nicht auf dem Tunnel. Nee, noch nicht. Noch nicht. Gut. Und aus dem Tunnel sind die aufmunitionierten und aufgetankten Flugzeuge rausgekommen. Genau. Hier raus in die Boxen rein und dann rauf. Oder was? Diese Schneise 5 ging ja kerzengerade vor zur Start- und Landebahn. Die sind von der Start- und Landebahn auf die Schneise 5 so. vorne reingefahren. Ja. Und dann sind die hier rechts runter in die Kiesgrube. Ja. Dort wurden die Maschinen dann gedreht und auf jeden Fall mit Manneskraft 12 Mann reingeschoben in den Tunnel. Also ich glaube nicht, dass die da reingefahren sind. Ja. Die wurden reingeschoben. Da gibt es auch viele Bilder. Ja, oder hier mit einem Kettenkrat oder irgendwas rein, ne? Ja. Zur Unterstützung. Ja. Also ein unterirdischer Hangar tatsächlich, bombensicher. Ein unterirdischer Flugzeugtunnel. Ja. Und das würde sich auch mit den Pilotenaussagen decken. Die haben ja immer von den Decknamen Alpendohle gesprochen. Und wenn man da bei NS-Decknamen reingeht, sind Vogelnamen immer Tunnelprojekte. Und das ist ja ein Tunnel. Ja, okay, gut. Das würde passen. Also kommt das hin? Ein Vogelname für einen Tunnel? Alpendohle. Oder für ja genau, richtig, ja. So. Und hier ist der Bereich dann. Wo die Kiesgrube
ist die kleine, die entstanden ist durch den Bau des Flugplatzes und durch die ADG-Werften. Ja. Die jetzt unter Wasser steht. Ja. Ne? Ja. Hier ist der Bereich, kann man sagen, wo die Flugzeuge runtergekommen sind. Von der 5 hier runtergefahren sind. Ja. So. In die Kiesgrube rein? In die Kiesgrube rein, die natürlich damals trocken war. Ja. Oha. So. Ach du Scheiße. Ja, ja. Ach du Scheiße. Und hier sieht man auch sehr gut, ab hier geht das los. Hier geht das los. Diese Versackung. Ja. Jetzt. Ach so, ja. Ja. Hier Verstanden, ist, ja. Hier ist im Prinzip, man kann sagen, im Prinzip diese Insel hier unten ist der Eingang zum Hangar. Also stehen wir jetzt auf dem Hangar, Hier korrekt? stehen, das ist, kann man sagen, hier ist der Mittelpunkt des Hangars. Okay. Hier ist der Hangar, der Eingang. Ja. Das Da haben wir eben gestanden, runtergeguckt. Da ist jetzt der Teich. Genau. Ne? Das hier. Hier war der Zugang auf der einen Seite. Da haben wir eben gestanden, reingeguckt. Genau. Oder stehen wir jetzt, gucken rein. Da ist jetzt Wasser. Ja. Zugang zum Tunnel. So, und dann haben wir noch... Und hier war der Notausstieg, wo wir Ja. drinnen standen. Ja, genau. Und der andere ist dann hier oben. Da das, oben. Das fehlt Ja. halt, weil es ist ja Wo die Notausstieg. 64 aufgemacht haben. Genau, 64, ja, ne? Genau. Und man sieht ja auch hier, wie schön die Schneise. Ja, hier, klar. Die Das Schneise war alles 5 gut verkehrsfähig, ja. befahrbar war. Und hier Ja. sieht man es ja auch schön, wie die hier runtergefahren Ja, wie die runter. sind. Also ihr seht das jetzt nicht so gut auf dem Videomaterial, man kann das aber deutlich sehen, ja. Ja, und dann wurden diese Maschinen hier in diesen ca. 250 Meter langen Luftschutztunnel abgestellt. Ja. Diese aufmunitionierten, hier sieht man sie ja schön, diese U-88. Ja, da stehen sie, genau. Na, die dann voll aufmunitioniert Ja. waren und vielleicht am Ende des Kriegs vielleicht Bomben hatten. Na? Ja, die stehen bis heute immer noch drin, wahrscheinlich mit irgendwelchen Bomben, die sehr geheim waren damals Und noch. es war ja auch sehr gut bewacht. Man sieht es ja hier. Man hat hier eine Dreierflak. 1, 2, 3. Na? Dann hier 1, 2, 3. Den Splitterschutzgraben. Ja. Hier ist nochmal eine Flak. Na, eine Vierer. Also dieser Bereich ist auch sehr gut bewacht worden. Hier ist der Splitterschutzgraben, den wir ganz am Anfang gefilmt hatten. Unser Zickzackgraben. Ich verfolge ihn mal mit dem Finger. Und hier geht's dann weiter. Ja. Und hier haben wir es ja nochmal etwas näher. Ja. Da sieht man es ja eigentlich hier auch nochmal schön, dieses schwarze Teil hier. Ja. Man muss ja immer bedenken, ne? Die Bäume werfen Schatten. Hier ist Süden, hier ist Norden. Ja. Na? Also geht der Schatten Osten darüber. und Westen. Ja. Und der Schatten wurde ja so Auf konzipiert den Hang, wo der Zugang ist. zum Ja. Mundloch oder Ja. zum Eingang. Ja. Und hier kann man auch nochmal sehr schön sehen, der Spannerbach kommt aus dem Wald, läuft hier lang und läuft hier in dieses Speicherbecken. Dieses Speicherbecken wurde extra dafür gebaut mit 2 Absperrungen oder Wehr. Ne? Ja. Eine Absperrung hier Ja. und eine Absperrung hier. Ja. So, wenn man jetzt die Absperrung zulässt und diese öffnet, dann fließt der Spannerbach ins Speicherbecken. Das Speicherbecken wird voll, der Überlauf geht hier, Und weg. Geht hier hinten einfach weg. So, jetzt macht man diese Sperre runter. Diese Sperre lässt man auch zu und der Spannerbach kommt. Und das ist ja nichts anderes, wie wenn man eine Badewanne voll lässt. Das Speicherbecken füllt sich, aber es kann nicht mehr hier weg, Genau. weil der Überlauf gesperrt ist. Und somit konnte der ganze Flugplatz, die Start- und Landebahn unter Wasser gesetzt Geflutet werden, ne? Ja. Und das nächste ist, was mich zum Grübeln gebracht hat, ist diese Absperrung. Wenn man diese Absperrung zumacht, diese zu, füllt sich das Speicherbecken. Und wenn ich jetzt hier, das ist wie wenn ich von der Badewanne einen Stöpsel ziehe, wenn ich jetzt diese Sperre ziehe, dann läuft das ganze Speicherbecken hier lang direkt rein in die Kiesgrube. Wo jetzt der Tümpel auch ist, ne? Wo jetzt auch der Tümpel ist und die Zufahrt. und in die Einfahrt vom Tunnel rein. Das heißt, wenn es da unten brennt, könntest du das alles fluten und wenn du das verschwinden lassen willst, kannst du es Genau, auch schön wenn das fluten. nicht in Zumauern und du hast einen Feindeshand See, ganz genau. gelangen soll, dann ist das natürlich für den Feind dann erstmal nicht brauchbar und es steht alles unter Wasser. Und später, das ist ja eine Aufnahme vom 45 und man sieht ja, dass die gar nicht davon Gebrauch gemacht haben. Richtig. So, und das bestätigt auch die Aussage vom Oberförster, dass dieser Eingang zugemauert worden ist. Er hat es mir selber gesagt,
dass er das noch gesehen hat. Und später wurde halt Müll abgeladen, viel. Und irgendwann müssen die den Spannerbach hier direkt, ich schätze mal nach der Aktion von 64, direkt hier aufgegraben haben und den Spannerbach reingeleitet, direkt hier reingeleitet haben. Ist, ja. Das konnte mir bis jetzt keiner so richtig erklären, wer dafür verantwortlich gewesen ist und warum. Weil hier ist es ja, es gibt eine Theorie, die besagt, 1954 war mal ein schweres Hochwasser. Da wäre das dann passiert und dann hätte man das so gelassen. Aber man sieht hier, das kann ich dann auch noch mal, wenn wir ins Gelände gehen, zeigen, das sind riesengroße Stahlrohre unter die Schneise 5 reingebaut worden. Dann weiß da ich Bescheid, läuft der Spannerbach durch. Ja, damit das hier oben nicht aufschwemmt. Ja. Ne? Und da drunter ist der Zugang und hier geht's tief in den Berg rein. Und hier hat mir noch der alte Revierförster gesagt, dass er noch diesen zugemeierten Eingang gesehen hat. Und später nach dem Krieg wurde halt auch hier viel Müll, Zeug abgeladen, bevor dann die Sowjets das dann auch mit hier genutzt haben. Na? Und hier sieht man ja auch schön, was hier an Erde abgerutscht ist. Ja, das ist schon immens. Ja. Und hier hast du ja selber, jetzt kannst du ja selber, weil du ja vor uns gefragt hattest, was die Sohle ist, ungefähr 190. Und jetzt, ja, wenn man auf dem 10-Meter-Turm steht. Ja, 10, 12 Meter werden das sein, ne? Ja. Und da ist ja noch jetzt viel Erde drauf. Das sind ja noch viele Jahrzehnte. Verlandet ja schon alleine durch das Wasser, wenn der Bach da reingeht und Müll reingeworfen wird, was abrutscht. Da wurde so angelegt, dass dahinter dieses Speicherbecken war. Das sieht man jetzt schlecht. Und dieses Speicherbecken... Das Speicherbecken ist da, wo die Firma jetzt ist mit den Autos. Richtig. Ja. Dort, ja, hier hinter den Bäumen sieht man das. Okay. Da kommt man auch noch hin, das ist nicht eingezäunt. Und das hätten sie im Ernstfall, hätten die das vollgelaufene Speicherbecken hier rein in die Kiesgrube reinleiten können. Und somit wäre der Tunnel unter Wasser. Also unter Wasser, wenn es brennt natürlich, dass man direkt löschen kann und wenn man was verschwinden lassen will. Ne? Richtig. Das heißt, die haben das nach dem Krieg wahrscheinlich zugemauert, damit dicht das gemacht. nicht in Feindeshand kommt. Okay. Und es gibt auch noch Zeitzeugen aus Nobitz, die noch berichtet haben, als die Amerikaner hier als erstes eingetroffen sind, am 13. April 1945, kam dann nochmal Messerschmitts Düsenstrahljäger 262 und haben diesen Bereich bombardiert. Also hier vorne mehr. Ja. Ach so. Kein Fahrzeug von der Amis, kein Gebäude. Oder also keine Truppenbewegungen, sondern einfach nur ein Bereich. Nur ein Bereich. Ja, das hat der Herr Müller damals gesagt. Das ist ein Zeitzeuge. Da war der Kind und hat das beobachtet, wie da die Detonationen hier stattgefunden haben. Und daraus schlussfolger ich, muss es ja mit der Vertuschung dieses Tunnels zusammenhängen. Ja, absolut, ja. Und hier siehst du es ja wirklich wunderschön. Ja. Diese Versackung. Ja, aber das kann nicht gegraben worden sein für Kampfmittelberäumung oder Findung. Nee. Okay. Das ist schon eh und je. Das ist schon eh und je. Okay, gut. Ja. Und hier hinten ist auch die Stelle, was ich dir auf dem Foto gezeigt hatte, wo diese Alulützen, diese Kabels dort reingehen. Ja, genau. Die mussten ja irgendwie Strom. Wie gesagt, die ganze Schneise 5 war ja beleuchtet, war ja nachtflugtauglich, der Flughafen. Und wahrscheinlich auch der Tunnel musste ja auch Strom haben. Na? Sonst, ja, klar, wenn die natürlich. früh bei Zeiten losmachen mussten oder irgendwas und die Flugzeuge wieder rausholen mussten. Na? Und die Flugzeuge, die sie hier geparkt haben, hier ist der Eingang, bis hier rüber zur großen Kiesgrube. Die sind auch demzufolge auch nur hier rausgekommen wieder. Dann hier hoch auf die Schneise 5 und dann geradezu zur Stadt. Ja. Aber da sprechen wir von großen Bomberflugzeugen, keine Jagdflugzeuge. Das sind dann diese Mittelstreckenbomber, diese Ju-88. Die Ju-88, ja. Ju-88. Die braucht eine längere, größere Startbahn und befestigt dann. Ne? Ja. Gut. Und ich dachte immer, das ist ein Sprengtrichter, ist es aber nicht. Also das hier ist kein Spreng- oder Bombentrichter, sagst du? Nein, definitiv nicht. Und da, wo der Brocken hier, die Erde runtergerutscht ist, da vermute ich, geht es rüber oder schräg bei der Tunnel. Zu dem Tunnel, ja. Zu dem Tunnel. Also quasi zum unterirdischen Hangar. Also ein Notausgang zum unterirdischen Hangar. Richtig. Ja. Also das bedeutet, wenn wir hier gerade runter im Schachtbauverfahren könnten wir auf einen Schacht... Man müsste jetzt hier tief abteufen und in Richtung Osten. Ja. Und da würde man auf diesen Tunnel kommen. Okay. Ja. Und diese selbe Stelle... Seid ihr mal mit dem Bodenradar hier rüber? Nee, hier sind wir noch nicht. Wollen wir das mal machen? Das werden wir auf jeden Fall, hab ich das auch noch vor. Gut.
Dann hat man Gewissheit. Und wenn man hier anthropogene, also unterirdische Hohlräume findet, dann hat man eigentlich schon sowas wie ein gutes Indiz, dass hier tatsächlich was drunter ist, was damit in Verbindung steht. Ja. Also das ist jetzt die Kiesgrube, wo dieser kleine Junge, der das Buch geschrieben hat. Richtig, das ist die Leitschnerinsche große Kiesgrube. Wir stehen jetzt hier auf der Ostflanke. Mhm. Hier sieht man ja schön die ganzen Wellen, diese Versackungen, die Erdrutsche. Und rechts ist dann die Nordflanke. Und in dieser Nordflanke sieht man noch auf diesen Luftaufnahmebildern von 45, wie 2 Mundlöcher sind. Hier ist jetzt die ganz große Kiesgrube. Das ist die Schneise G. Und hier sieht man auch schön, wie eine TA 152, so ein Höhenjäger, in seine Splitterschutzbox, die hier sind. Ja. Hier oben standen wir, wo diese ganze Verknüpfung sind. Genau. Ja. Na? Und hier sieht man dann ganz klein die 2 Mundlöcher, 1, 2, und hier ist der Schrapper. Ja. Und das ist exakt die Linie zum Hangar. Das ist der Tunnel. Ja. Na, hier sind die Flugzeuge rein. Ja. Und hier konnten sie halt Material oder dergleichen über die Steuereingänge. Und da ist der Junge rein, der Zeitzeuge mit dem Luftwaffensoldaten. Da ist im Prinzip der Zeitzeuge namens Klaus Scheler rein. Das ist eine nähere Aufnahme. Und dieselbe Aufnahme näher, ne? Das ist rangezoomt und ausgedruckt. Und hier das sind Mundlöcher? Ja, die 2. Und das ist der Schrapper. Also eine Seilzuganlage für die Loren. Genau, für die Hunde, die Loren. Ja. Na, die sind hier rein. Und dann hier Kreisbogen und hier wieder raus. Und hier soll die Türe sein, wo der Luftwaffensoldat zum Klaus Scheler gesagt hat, dort hinten, also hinter der Tür, würden Waffen für einen Endsieg lagern. Und ich nehme stark an, damit meinte er die aufmunitionierten Ju-88 Mittelstreckenbomber. Und wahrscheinlich mit irgendwelchen neuen Bomben dran, ne? Sonst nicht Endsieg, ne? Weil eine normale Bombe ist ja nicht für einen Endsieg gedacht. Dass sie die Flugzeuge in diesen Tunnel geschoben haben. Ja, genau. Na, das ist eine Ju-88. Ja. Na, 12 Mann. Genau, und dann gib ihm Muskelkraft und runter damit. Und haben sie die einfach gerade reingeschoben. Ja. Das sind die Nachfolgermodelle dann gewesen, die 388. Und das ist sogar hier ein Foto von so einer 388. Hier siehst du sogar noch den Wald hier. Ach, das ist hier, ja? Das ist hier. Okay. Ja, das sind diese. Da steht sie, ja. Und diese modernsten, letzten Mittelstreckenbomber, die standen hier auf der Spannerwiese. Und dahinter, sieht man leider nicht, sind die ATG-Hallen hier in dem Bereich. Ja, dann werden die auch hier gut bombensicher untergebracht gewesen sein. Ne? Wir haben eigentlich hier die Beweise, wenn wir das richtig deuten, sind das Mundlöcher und diese Anlage. Das hast du dir erklären lassen von dem Bergmann alles, ne? Ja. Ja. Und der sagte auch, das ist schlüssig. Ja, das ist auch definitiv nachgewiesen. Und hier hat ja auch die Stasi 64 ja auch gegraben. Genau, ja. Da standen wir ja oben drüber, ne? Da das halt sehr zerklüftet ist. Hier war die Stasi und hier war der Amerikaner ungefähr, ne? Richtig. Ja. Ja. Hier ist der Grubenrand. Ja. Und hier ist im Prinzip dann der Notausstieg. Na? Wo die gebuddelt haben und ein Stück, also von hier aus gesehen, rechts daneben dann die Amis. Ist ja jetzt weiter reingezoomt, da ist ja mehr hier am Wald gewesen. Gut. Der Weg wurde ja später erst angelegt. Hier geht der Weg lang, hier ist der Weg. Ja. Na, und dann vom Weg ist es ja noch auf jeden Fall ein Stück auseinander. Also Notausgang, wo die Stasi gebuddelt hat und der Ausgang, wo der US-Amerikaner gebuddelt hat. Ja. Und dann vom Bergbau dieser Schrapper steht, wo diese Loren, Hunde eingehangen worden sind. Und was auch der Klaus Scheler berichtet hat, dass der dort in den einen Stollen rein ist, dann wie ein Hufeisen, also U-Bogen, und dann auf der anderen Seite wieder rauskam. Und der Luftwaffensoldat hat gesagt, hinter der Türe würden Waffen liegen für einen Endsieg. Das hat man damals so zu ihm gesagt. Und das denke ich mal, das ist auch glaubhaft, weil die Flugzeuge brauchen ja Bomben. Und wer weiß, was da für Bomben noch... Ja, ganz genau, was man da für Bomben drin hatte für den Endsieg. Weil wurde ja viel spekuliert. Große, riesige Maschinen, die dann schwerste Bomben... Aus internen Quellen weiß ich ja von einem, der jahrelang beim Kampf mit Räumdienst gearbeitet hat, dass sein Chef noch zu ihm gesagt hat, dass in diesem Hangar 10 Zentner schwere Fliegerbomben drin lagern. Ne? Um was für genaue Typen sich da handelt, das ist jetzt erstmal die große Frage. Aber ich denke mal, bis zum heutigen Tag hat er damals zu mir gesagt, das war 2014, liegen die noch da. Ne? Der Forst hat mal auch Unternehmungen unternommen, hat diesen Bereich, wo wir jetzt hochgelaufen sind, diesen Weg abgebohrt. Aber da ging es hauptsächlich nur darum, um die Flurstücke,
die Liegenschaft. Ist da der Forst zuständig oder ist es Landesentwicklungsgesellschaft? Zu wem gehört das verzeuchte Areal? Ne? Wer muss dafür dann die Kosten tragen erstmal? Und ja, aber das ist auch riesengroßes Areal. Das ist schon... Ja, das ist ein bisschen was, ne? Erkennt man jetzt gar nicht mehr, ne? Ja, auf Luftaufnahmebildern jetzt ist das ja die Kiesgrube komplett von Morgen zugewachsen. Und wenn grün ist hier, das siehst du gar nichts mehr, ne? Siehst du gar nichts. Die haben einfach die 2 tiefsten Punkte genutzt. Ja, und sind da reingefahren, ja. Haben den Tunnel, weil da die Eingänge sind, haben bloß von oben aufgegraben und wieder zugeschüttet. Es geht spannend weiter. Wir gehen an den Ort, wo die Stasi unter strengster Geheimhaltung gegraben hat. Mir das auch nochmal bestätigt, dass das großräumig abgesperrt war und dass da wirklich keiner ran durfte. Zeitzeugen schildern, was sie dort damals erlebt haben. Auch riesige getarnte Areale zum Abstellen von Jagdflugzeugen, Start- und Landebahnen waren hier versteckt. Ja, genau, da stehen die ganzen Flugzeuge. Und hier das Helle? Sogar die Russen wussten von der strategischen Lage und errichteten hier riesige Lagerbunker für Atomwaffen. Atomwaffenlager, einer von den 2, 3 Granitbunkern. Ja. Das ist verschüttet.